Sehr verehrte Fluggäste, Ihr Sonderflug SR 3130 nach Teneriffa steht nun zum Einsteigen bereit. Wir wünschen einen angenehmen Flug. Einige wenige Flüge pro Woche, keine Linienverbindungen zu großen Städten der Welt, nur Urlaubsflieger. Eine überschaubare Anzahl von Passagieren beim Boarding. Das ist die Realität am Kassel Airport. Jährlich 660.000 Passagiere sollten für einen wirtschaftlichen Betrieb des Flughafens sorgen. Hochfliegende Pläne abgestürzt. Die Bilanz der vergangenen 10 Jahre, sie ist eine düstere. Seit 2013 kam der Flughafen in keinem einzigen Jahr auch nur annähernd an einst prognostizierte Passagierzahlen heran. Bisher bestes Jahr war 2018 mit knapp 132.000 Passagieren. Im selben Jahr kam der Frankfurter Flughafen pro Tag auf mehr. An einem Wintertag wie diesem ist der Flugbetrieb am internationalen Flughafen Kassel, wie soll man sagen, übersichtlich. Ich glaube, mehr geht immer, vor allem im Winter. Also da wäre mehr manchmal auch recht schön, ja. Aber wir kommen schon an einem guten Sommertag auf sehr viele Flugbewegungen. Also ich glaube, das Maximum, was ich mal hatte, waren 400 Flugbewegungen und das ist schon nicht wenig. Flüge für Fallschirmspringer, Privat- und Geschäftsflieger, Ausbildungs- und Erprobungsflüge sind vom Team auf dem Tower zu überwachen und zu koordinieren. Wir haben 3 Schichten am Tag, eine Früh-, eine Tag- und eine Spätschicht. Und damit ist immer gewährleistet, dass jeder Arbeitsplatz, wir haben 2 Arbeitsplätze, das immer doppelt besetzt ist. Auch immer besetzt die Flughafenfeuerwehr, rund um die Uhr im Schichtdienst. Insgesamt 34 Feuerwehrleute. Der Flughafen gibt 155 Menschen Arbeit, 73 davon in Teilzeit. Personalkosten im Jahr etwa 6 Millionen Euro bei viel zu geringen Einnahmen. Jahr für Jahr Millionendefizite. Das Geld, das die Anteilseigner des Flughafens, also Kommunen und das Land Hessen, ausgeben, um die Verluste auszugleichen, immer ist es Geld vom Steuerzahler. Es fließt nicht nur in Kassel, in ein Millionengrab, das Regionalflughäfen heißt. Wir haben eine Studie mit Zahlen von 2018, noch vor Corona, erstellt auf Basis der Unternehmensberichte und Bilanzen. Und dort zeigte sich, dass die Regionalflughäfen, die wir untersucht haben, insgesamt ca. 100 Millionen Euro Steuerzahlerzuschüsse pro Jahr verursachen. Wo man genauer hingucken muss, ist das wirklich nötig? Matthias Warnecke vom Bund der Steuerzahler stellt für Kassel Airport großen Handlungsbedarf fest. Es kann nicht so ein Weiter so geben, dass Jahr für Jahr Millionen vom Steuerzahler dort in diesen Flughafen fließen, damit, um es mal auch deutlich zu sagen, letztlich ja vor allem Urlaubsreisen in die Sonne finanziert und subventioniert werden. Warnecke hat nachgerechnet. In Kassels bestem Jahr 2018 betrug das Defizit laut Bilanz knapp 6 Millionen Euro. Der tatsächliche Verlust aber ist deutlich höher. Was die Steuerzahler einst schon für den Bau ausgegeben hatten, 280 Millionen Euro, wird scheibchenweise als besondere Erträge verbucht. Auf die Jahre zugeteilt beträgt dieses Geldgeschenk rund 11 Millionen Euro. Und dann landen wir nicht bei minus 6 Millionen, sondern bei minus 17 Millionen Euro. Was in etwa rein rechnerisch die Steuerzahlerlast, die Steuerzahlersubvention pro Jahr am Flughafen Kassel-Calden ist. Tricksen Sie mit diesen Verlustzahlen? Wir tricksen überhaupt nicht mit den Verlustzahlen. Das ist eine Sache, die müssen wir so ausweisen. Wenn jemand über Zuwendungen finanziert wird, dann muss er handelsrechtlich und steuerrechtlich dafür einen Bilanzposten bilden. Und die Abschreibungen gehen gegen diesen Bilanzposten. Also wir verschleiern da nichts, sondern wir machen das genauso, wie es gesetzlich vorgeschrieben wird.
So weist die Bilanz ein Defizit aus, das die Steuerzahler Jahr für Jahr begleichen müssen. Aber auch Erträge, die gar nicht erwirtschaftet worden sind. Denn die kamen ja schon beim Bau vom Steuerzahler. Rechnerisch wird so jeder Passagier, wie etwa im Jahr 2018, mit 130 € Steuergeld subventioniert. Und weil, wie üblich, Abflüge und Ankünfte gezählt werden, sind es für manche Passagiere gar 260 €. Die EU-Kommission hat angekündigt, Subventionen für Regionalflughäfen zu verbieten. Ironie der Geschichte: Flughäfen mit weniger als 200.000 Passagieren wird das nicht treffen. Bleibt Kassels Airport so erfolglos, kann er also immer weiter aus Steuergeldern finanziert werden. Stagnation wird so zu einem Wettbewerbsvorteil für einen Flughafen, der nur Verluste einfliegt.